Für viele deutschsprachige Auswanderer ist es wichtig, dass sie im Ausland nicht den Anschluss an die deutsche Sprache und auch die Kultur aus dem deutschen Raum verlieren. Daher interessieren sich viele für Länder, wo es vielleicht Städte und Gegenden gibt, wo besonders viel Deutsch gesprochen wird, wo es eine deutschsprachige Community gibt. Ganz klar, das bekannteste Beispiel ist Mallorca. Da sind sehr viele Deutsche regelmäßig anwesend und wohnen auch da. Das heißt, hier ein gutes Beispiel für eine Community, wo man den Anschluss an die deutsche Sprache und auch seine Landsleute nicht so schnell verliert. Aber da gibt es natürlich noch einige andere Städte und Gegenden auf der Welt und damit wollen wir uns in diesem Video mal befassen. Bei der Wahl des am besten geeigneten Auswanderungslandes spielen natürlich sehr viele Faktoren eine Rolle. Einer der wichtigsten Aspekte dabei ist für viele auch die Frage, ob es im Zielland, insbesondere aber im Zielort, weitere deutschsprachige Auswanderer gibt, ob sogar die Einheimischen zumindest teilweise Deutsch sprechen. Die Möglichkeit, sich im Auswanderungsland auf Deutsch austauschen zu können, spielt für viele deutsche Muttersprachler also eine wichtige Rolle. Sei es, weil weitere Sprachkenntnisse einfach fehlen, sei es, weil man seine Kultur nicht ganz aufgeben möchte oder weil man auch im Ausland schlicht gerne unter seinesgleichen weilt. Es ist kein Zufall, dass die meisten deutschen Auswanderer nach Österreich und die Schweiz gehen. Was aber, wenn es einen doch weiter wegzieht? Vielleicht wegen des Klimas, aus steuerlichen Gründen oder wegen der Lebenshaltungskosten. Gibt es also Orte im Ausland, an denen man als deutscher Muttersprache Anschluss an deutschsprachige Gemeinschaften finden kann? Und wenn ja, wo? Tatsächlich gibt es eine Reihe solcher Orte im Ausland. Zwar neigen die Deutschen dazu, sich im Ausland deutlich schneller zu assimilieren, als dies manch andere Volksgruppen tun. Dennoch hat sich die deutsche Sprache in manch einem Ort im Ausland entweder erhalten oder sogar durch neue Zuwanderung erst etabliert. Welche Orte das sind, wollen wir hier etwas näher beleuchten. Springen wir dazu von Kontinent zu Kontinent. Zunächst mal sind wir in Europa und wir schauen uns Spanien an. Mallorca ist das wohl bekannteste Urlaubsziel für Deutsche in Spanien. Wenn es aber darum geht, wo die meisten Deutschen in Spanien leben, dann stehen die Kanarischen Inseln mit ca. 24.500 Deutschen knapp an erster Stelle, also noch vor den Balearen. Und hier wiederum führt mit weitem Abstand Teneriffa, wo über 10.000 Deutsche leben, vor allem an der Nordküste Teneriffas. Es gibt einige deutschsprachige Publikationen auf Teneriffa, wie die Teneriffa News, das Inselmagazin Teneriffa, das Wochenblatt und andere. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Restaurants, die sich in deutscher Hand befinden und wo man auch deutsche Speisen genießen kann. Im Stadtviertel La Paz der Stadt Puerto de la Cruz befindet sich sogar ein deutsches Ärztehaus. Alles in allem findet man auf Teneriffa also leicht Anschluss an andere Deutsche und wer gerne im Internet sucht, findet dort auch viele Gruppen, insbesondere auf Facebook, wo sich Deutsche austauschen, die auf Teneriffa leben. Die Balearen mit der bereits erwähnten Insel Mallorca haben aber eine fast ebenso signifikante deutsche Community, die offiziell auch fast 24.000 Menschen zählt. Die überwältigende Mehrheit davon lebt auf Mallorca, nämlich über 18.000. Die deutsche Infrastruktur ist hier ähnlich ausgeprägt wie auf den Kanaren. Es gibt deutsche Zeitungen, Restaurants, Clubs etc. Viele Geschäfte und Restaurants richten sich an deutsche Staatsbürger, sogar ganze Siedlungen, wie zum Beispiel Peguera und Santanyí. Viele Geschäfte haben Schilder auf Deutsch, die Mitarbeiter der meisten Hotels und Immobilienagenturen sprechen fließend Deutsch. Viele Besitzer von Bars, Cafés und Restaurants kommen aus Deutschland. Zum Beispiel haben alle Geschäfte im Pueblo Peguera in der Hauptstraße deutsche Schilder und in den Restaurants am Strand werden sie von deutschem Personal bedient. Auf Mallorca gibt es große deutsche Supermärkte. Aldi, Müller und Lidl sind bereits seit vielen Jahren auf der Insel vertreten. Eurocampus ist eine deutsche Schule, die für den Sekundarbereich auf Mallorca akkreditiert ist. Die Deutsche Bank hat 8 Filialen eröffnet, um ihre Kunden die Möglichkeit zu geben, Finanzgeschäfte zu tätigen, darunter auch Hypothekendarlehen für den Erwerb von Immobilien auf Mallorca. Übrigens, die tatsächliche Zahl der Deutschsprachigen in Spanien, mithin auch auf Teneriffa und Mallorca, dürfte noch um einiges höher sein, denn hier wurden nur diejenigen berücksichtigt, die auch ihren Wohnsitz dort gemeldet haben. Es gibt jedoch viele deutsche, österreichische und Schweizer Immobilienbesitzer,
die zwar einige Monate im Jahr dort verbringen, aber eben vielleicht aus steuerlichen Gründen dort nicht gemeldet sind. Und hinzu kommen jedes Jahr natürlich auch die vielen Touristen. Kommen wir zu unserem zweiten europäischen Land, Italien. Anders als in den meisten Ländern, wo sich deutschsprachige Gemeinschaften in der Regel aufgrund einer gewissen deutschen Besiedlung auf relativ kleinem Raum herausbilden, ist es im Norden Italiens, nämlich in Südtirol, anders. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gehörte Südtirol zu Tirol. 1919 wurde das Land dann allerdings Italien zugesprochen. Italienisch, Deutsch und Ladinisch sind heute gleichgestellte Amtssprachen in Südtirol. Circa 2/3 der Südtiroler sprechen auch heute noch Deutsch als Muttersprache. Die deutschsprachige Bevölkerungsgruppe ist zum größten Teil in den Dörfern und Gebirgstälern nördlich und östlich von Bozen zu finden. So ist es für deutsche Auswanderer in Südtirol vergleichsweise leicht, Anschluss zu finden. Es gibt natürlich deutschsprachige Zeitungen, Geschäfte, Schulen, Ärzte, Anwälte, aber auch Behördengänge können auf Deutsch erledigt werden. Und selbst die Straßenbeschilderungen sind zweisprachig. Italien hat ja auch sehr interessante steuerliche Vorteile, möglicherweise gerade für Rentner oder auch Freiberufler. Aber man muss hier beachten, dass diese vielfach nicht in Südtirol genutzt werden können. Diese können nur genutzt werden, wenn man im Süden des Landes lebt, zumindest einige davon. Da muss man sich also genau im Vorfeld zu informieren. Kommen wir nun zum nächsten Kontinent, nämlich Asien. Im Großen und Ganzen ist dieser riesige Kontinent auch historisch betrachtet nie das bevorzugte Ziel einer größeren deutschsprachigen Zahl von Auswanderern gewesen. In jüngerer Zeit haben sie doch zwei Ausnahmen von dieser Regel etabliert. Hier muss natürlich Thailand als erstes genannt werden. Schätzungen zufolge leben in Thailand etwa 40.000 Deutsche, die meisten davon in Bangkok und Pattaya sowie auf den Inseln Koh Samui und Phuket. Dort trifft man auch eine internationale Community, die Veranstaltungen und Gruppen auf Deutsch organisieren. Eine der größten deutschen Gemeinschaften in Thailand findet sich in der dynamischen Metropole und Hauptstadt Bangkok. Hier gibt es für deutsche Auswanderer ein vielfältiges Angebot. Neben deutschen Schulen, Restaurants, Geschäften und Vereinen, die dazu beitragen, die Heimatkultur zu bewahren, finden deutsche Einwohner auch internationale Schulen, exklusive Einkaufszentren und eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten vor. Selbst eine katholische und evangelische Gemeinde finden christliche Auswanderer hier vor. Die deutschen Gemeinschaften in Bangkok veranstalten regelmäßig Events und Aktivitäten, um den Zusammenhalt und den Austausch untereinander zu stärken. Ob Oktoberfestfeiern oder kulturelle Events, hier gibt es stets etwas Neues zu erleben und zu entdecken. In Pattaya, südlich von Bangkok, an der östlichen Golfküste Thailands, leben schätzungsweise 15.000 Deutsche. Es gibt auch dort Begegnungszentren, deutsche Restaurants, kirchliche Gemeinden, Stammtische für deutschsprachige deutsche Wohnanlagen. Deutsche Einwohner können hier das ganze Jahr über das angenehme Klima genießen und eine Vielzahl von Aktivitäten wie Golf, Wassersport und Wellnessangebote nutzen. Phuket, die größte Insel Thailands, ist ein weiteres Paradies für deutsche Auswanderer. Neben den atemberaubenden Stränden bietet Phuket eine erstklassige Infrastruktur mit internationalen Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren. Die Insel ist auch für ihre vielfältige Gastronomie bekannt, die von lokalen Gerichten bis hin zur internationalen Küche reicht. Koh Samui, eine bezaubernde Insel im Golf von Thailand, ist ein weiteres beliebtes Ziel für deutsche Auswanderer, die eine entspannte und idyllische Umgebung suchen. Das warme Klima und die malerischen Strände machen Koh Samui zu einem ganzjährig attraktiven Ziel. Die deutschen Bewohner können hier die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen und sich dem Rhythmus der Insel hingeben. Neben den traumhaften Stränden ist Koh Samui auch bekannt für seine vielfältigen Wellnessangebote und Yoga-Retreats. Diese ermöglichen den deutschen Bewohnern nicht nur eine erholsame Auszeit vom Alltag, sondern auch die Möglichkeit, Körper und Geist zu entspannen und zu regenerieren. Von lebhaften Strandpartys bis hin zu kulturellen Festivals bieten Events deutscher Communities eine Fülle von Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln und die Vielfalt der thailändischen Kultur kennenzulernen. Somit trägt die deutsche Gemeinschaft auf Koh Samui aktiv dazu bei, ein Stück Heimat fern der Heimat zu schaffen und das Leben auf der Insel noch reicher und erlebnisreicher zu gestalten. Thailand hat ja auch einige steuerliche Vorteile, wobei es hier 2024 zu einer wichtigen Änderung kam. Schau dir mal unsere Videos zu dem Thema an. Außerhalb von Thailand dürfte man in Fernost Schwierigkeiten haben, nennenswerte deutschsprachige Gemeinschaften zu finden. Wer also nicht mindestens passabel Englisch spricht, wird dort kaum glücklich werden, wenn er Anschluss finden möchte, ohne die jeweilige Landessprache zu beherrschen.
Zwar mag es einige wenige Ausnahmen geben, man denke an irgendwelche esoterische oder religiöse Kommunen, aber im Großen und Ganzen erschöpft es sich hier mit Thailand. Vergessen wir aber nicht, dass auch 97% der Fläche der modernen Türkei auf dem asiatischen Kontinent liegen. In der Türkei nämlich haben gut 25.000 deutsche Auswanderer dauerhaft ihre neue Heimat gefunden. Viele davon, über 10.000 nämlich, haben sich entlang des knapp 140 Kilometer langen Küstenstreifens in und um die Touristenhochburgen Antalya, Side und Alanya, also entlang der türkischen Riviera, niedergelassen. Hinzu kommt eine nicht unbeträchtliche Zahl von Deutschsprachigen, die hier eine Immobilie besitzen, diese aber nur zeitweise für die Ferien nutzen. Einige tausend Deutsche wohnen in und um Antalya, die mit rund 2,7 Millionen Einwohnern mit Abstand größte der drei genannten Städte. Hier kommt eine erkleckliche, aber leider nicht genau zu beziffernde Zahl von Österreichern und Schweizern hinzu. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist in Antalya nicht sehr ausgeprägt und organisiert, wie zum Beispiel wir es gerade aus Thailand gehört haben. Es existiert aber bereits seit 2004 eine deutsche Kirchengemeinschaft. Allerdings ist Antalya als bevorzugter Urlaubsort vieler Deutscher während der Saison von vielen deutschen Urlaubern bevölkert. Folglich findet man dort auch oft Gelegenheit, sich in Cafés, Restaurants, Geschäften auf Deutsch zu unterhalten. Und natürlich sprechen wegen der vielen deutschsprachigen Touristen auch in den Restaurants und Hotels die einheimischen Angestellten oftmals etwas Deutsch. Zudem findet man, was ja für potenzielle Auswanderer immer wichtig ist, in Antalya auch deutschsprachige Ärzte und Anwälte. Gut 70 Kilometer weiter östlich entlang der Küste liegt die Stadt Side, ebenfalls eine Touristenhochburg, aber mit nur ca. 15.000 Einwohnern ein Dorf verglichen mit Antalya. Jedoch ist Side ein Ort mit einer reichen Geschichte. Über die Jahrhunderte besiedelten Griechen, Lydier, Perser, Römer, Seldschuken und Osmanen die Stadt, die schon seit der Antike eine strategische Bedeutung als Handels- und Hafenstadt hat. Wie viele Deutschsprachige dort aktuell dauerhaft leben, lässt sich nicht genau beziffern. Es dürften aber auch mehrere tausend sein. Immerhin gibt es in dem Ort auch deutsche Restaurants, wie zum Beispiel das Brauhaus oder bei Bianca und Nafi auch deutschsprachige Ärzte, türkische Ärzte, die in Deutschland gelebt haben oder auch dort ausgebildet wurden, und Anwälte sind ebenfalls vorhanden. Anschluss findet man zum Beispiel über Facebook-Gruppen von deutschsprachigen Menschen, die sich in Side niedergelassen haben. Fährt man von Side noch einmal 60 Kilometer weiter nach Osten, ist man in Alanya, einer Küstenstadt mit rund 360.000 Einwohnern. Alanya gilt als die deutscheste Stadt der Türkei. Dauerhaft wohnen hier rund 2.000 Deutsche, Österreicher und Schweizer. Hinzu kommen rund 5.000, die dort ein Haus oder eine Wohnung besitzen, diese aber nur zeitweise nutzen. Hier ist das Deutschtum in der Türkei also wohl am ausgeprägtesten. Deutsche Gaststätten wie Steffi und Mellis oder Willis Kneipe Coco Beach sind zum Beispiel Orte, an denen man Kontakte zu anderen Deutschsprachigen knüpfen kann. Selbst deutsche Backwaren, Bienenstich, Berliner, kann man hier bekommen. Auch entsprechende Facebook-Gruppen existieren, bei denen man Anschluss finden kann, und deutschsprachige Anwälte und Ärzte sind ebenfalls vorhanden. Es gibt zudem die ökumenische Kirchengemeinde St. Nikolaus mit wöchentlichem Gottesdienst und anschließendem gemütlichen Beisammensein. Sogar einen deutschen Friedhof gibt es hier. Verlassen wir nun Asien und gehen wir nach Afrika, diesem riesigen Kontinent. Und hier natürlich nach Namibia. Eine wirklich nennenswerte deutschsprachige Gemeinschaft finden sich auf dem gesamten afrikanischen Kontinent eigentlich nur in der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia. Und dort beschränkt sich dies inzwischen im Grunde auf die Stadt Swakopmund. Heute gibt es in Namibia, dem einstigen Deutsch-Südwestafrika, noch ca. 20.000 deutsche Muttersprachler, darunter die Nachkommen ehemaliger Auswanderer, sowie eine relativ neue Gemeinschaft moderner Auswanderer, die sich einerseits über die Hauptstadt Windhoek verstreut, sowie eine relevante Zahl solcher, die sich eben in und um Swakopmund angesiedelt hat. Zu den Vorteilen für Auswanderungswillige, die auf die deutsche Sprache und Kultur nicht verzichten wollen, ist in Namibia, dass es dort zum Beispiel eine deutschsprachige Zeitung gibt und einen deutschsprachigen Radiosender, Hit Radio Namibia. Von den ca. 70.000 Einwohnern Swakopmund sind rund 2.500 Deutsche oder deutschstämmig. Das Stadtbild von Swakopmund erinnert mit seinen gemütlichen Fachwerkhäusern in der Altstadt und der Strandpromenade im Kolonialstil, wen wundert's, an ein deutsches Seebad an der Nord- oder Ostsee.
Hier gibt es einen deutschen Schulverein, der Sommerfeste veranstaltet, Bier nach deutscher Brauart baut, zum Beispiel im Fachwerk Biergarten in Kückis Pub, das auch für seine Cocktails bekannt ist, oder im Swakopmund Brauhaus, wo es natürlich immer auch deutsche Speisen gibt. Im Hotel Schweizer Haus befindet sich zum Beispiel das Café Anton, das wohl bekannteste Café Namibias, wo man traditionelles deutsches Gebäck wie Schwarzwälder Kirschtorte, Florentiner oder Bienenstich sowie viele andere Kuchen zusammen mit seinem deutschen Kaffee genießen kann, wie daheim. Die Stadtmission Swakopmund ist eine deutschsprachige evangelische Gemeinde, die Gottesdienste abhält, und wer im Internet nach Anschluss zu Deutschen sucht, findet diese leicht bei diversen Facebook-Gruppen, darunter zum Beispiel auch das Forum deutschsprachiger Namibia oder Deutsche in Namibia, deutschsprachige Freunde Namibia. Wir haben ja hier auch schon auf diesem Kanal mehrfach über Namibia gesprochen. Ein sehr interessantes Land, dreimal so groß wie Deutschland, nur 2 Millionen Einwohner, also sehr dünn besiedelt. Wenn du das Abenteuer suchst, dann ist Namibia das Richtige für dich. Wir springen zum nächsten Kontinent, nämlich Australien und Ozeanien. Um es kurz zu machen, weder in Australien noch in der über 7500 Inseln umfassenden Gegend des Pazifiks nördlich und östlich des Kontinents Australien gibt es nennenswerte deutschsprachige Communities. Zwar sind eine nicht unwesentliche Zahl Deutscher, Österreicher und Schweizer über die Jahre nach Australien ausgewandert. Diese haben sich jedoch völlig assimiliert. Es gibt zwar vor allem in den großen Städten hier und da deutsche Restaurants oder andere von Deutschen geführte Geschäfte, jedoch bilden sie keine Grundlage für eine deutsche Gemeinschaft. Auch wird die deutsche Sprache und Kultur nicht wirklich gepflegt. Daran ändern auch gelegentliche Oktoberfestveranstaltungen oder Ähnliches nicht. Im Internet findet man jedoch ein deutschsprachiges Forum, wie zum Beispiel Deutsche in Sydney und dergleichen, wo man Kontakte knüpfen kann. Kommen wir nun zu Nordamerika. Die USA und auch Kanada zählen trotz der inzwischen hohen Hürden für die Einwanderung zu den beliebtesten Auswanderungsländern. Allerdings gilt für Kanada und auch für weite Teile der USA dasselbe, was auch für Australien gilt. Wirkliche Communities, wo die deutsche Sprache und auch Kultur gepflegt wird, gibt es bestenfalls in Form von Folklore, zum Beispiel bei einem der vielen Oktoberfestveranstaltungen. Die dort lebenden Deutschen haben sich in Wahrheit meist schnell assimiliert. Eine gewisse Ausnahme bildet jedoch Florida. Florida, genauer gesagt das südliche Florida und hier insbesondere die Stadt Cape Coral, die als das Venedig der USA gilt, weil Kanäle mit einer Gesamtlänge von über 600 Kilometern die Stadt durchziehen. Von den rund 200.000 Einwohnern der Stadt, die direkt am Golf von Mexiko liegt, sind rund 40.000 Deutsche, also satte 20% der Bevölkerung. Und das sind ausreichend, um tatsächlich so etwas wie Heimatgefühl aufkommen zu lassen. Wer nach Cape Coral auswandert, findet dort deutsche Bäckereien, Currywurst, deutsche Eisdielen und Cafés, Clubs, deutsche Hausverwaltungen, Handwerker, Makler, Gärtner, etliche Restaurants und so weiter. Und natürlich gibt es auch in Cape Coral ein jährliches Oktoberfest. Wer etwas braucht oder sucht, der fragt einfach einen der vielen Deutschen, die dort leben, oder besucht einen der zahlreichen deutschsprachigen Internetseiten, auf denen sich Deutsche in Cape Coral zusammenfinden. Für Auswanderer, die die deutsche Sprache und Kultur nicht aufgeben wollen, ist das südliche Florida also mit Sicherheit eine gute Adresse. Hier möchte ich vielleicht auch noch ein Wort zum Thema Texas sagen. Du weißt vielleicht, dass ich seit 2011 einen Wohnsitz in Texas habe, dort früher auch eine Ranch hatte und natürlich sehr viel Zeit dort verbracht habe und verbringe. Ich bin dort im Raum Austin zu Hause, also so ungefähr in Zentral-Texas. Und hier gab es tatsächlich seit 1850 sehr viele deutschsprachige Einwanderer. Das heißt, es gibt immer noch sehr viele Ortsnamen, die komplett deutsch sind. Es gibt sehr viele deutsche Nachnamen und es gibt natürlich auch noch viele deutschstämmige Dörfer, wo tatsächlich auch noch deutsche Traditionen hier gepflegt werden, wo zum Teil die Menschen auch noch Deutsch gelernt haben, teilweise von ihren Eltern und so weiter. Grundsätzlich aber hier, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, man hat sich ja komplett assimiliert. Man darf nicht vergessen, dass vor allen Dingen wegen des Ersten und Zweiten Weltkrieges Deutsch ja sehr lange verpönt war in den USA und die deutschsprachige Community im Grunde genommen ihre Sprache nicht mehr sprechen durfte und sich dann entschieden haben, eigentlich komplett nur noch Englisch zu sprechen und hier jetzt gar nicht groß auffallen zu wollen als Deutsche. Aber wie gesagt, in Texas, insbesondere Central Texas, gibt es auch natürlich viele deutsche Brauereien. Mein Lieblingsbier ist von der Brauerei Spötzl in Shiner, das sogenannte Shinerbock. Wenn du mal in Texas bist, dann probier das und stoß an. Ein hervorragendes Bier.
Also hier gibt es schon natürlich noch eine deutsche Kultur und ein deutsches Erbe, aber eigentlich eher so im folkloristischen Sinne tatsächlich eine deutschsprachige Community. Heute gibt es dort nicht mehr. Kommen wir von den USA zu Mittelamerika. Von Mexiko bis Panama haben sich in den verschiedenen Ländern immer wieder kleine deutschsprachige Kolonien gebildet, die allerdings nie nachhaltig deutsche Kultur gepflegt haben. So kann man in diversen Orten, wie rein exemplarisch in der mexikanischen Stadt Playa del Carmen, durchaus einmal einen deutschen Biergarten, das eine oder andere deutsche Restaurants oder auch einmal eben ein Oktoberfest finden bzw. erleben. Deutschsprachige Gemeinschaften sind dies aber nicht wirklich. Dazu sind es einfach zu wenige Deutschsprachige, die sich über zu viele Länder und Orte verteilen, um Sprache und Kultur zu pflegen. Aber auch hier gibt es eine vielleicht unerwartete Ausnahme und das ist Costa Rica. 1823 kamen die ersten deutschsprachigen Einwanderer nach Costa Rica. In den 2000er Jahren wurde das Land als Auswanderungsziel wiederentdeckt und seitdem werden es jedes Jahr mehr, etwas, das auch wir in unserer Beratungspraxis ganz deutlich merken und sehen können. Die deutschsprachige Bevölkerung Costa Ricas, Schweizer, Österreicher und Deutsche, wird auf ca. 8000 Personen geschätzt. Damit ist die deutschsprachige Bevölkerung in Costa Rica tatsächlich die größte und wichtigste deutschsprachige Gemeinschaft in Mittelamerika und der Karibik. Im Laufe der Jahre haben die deutschsprachigen Auswanderer Schulen, Kirchen, Bäckereien, Restaurants und viele andere Einrichtungen in Costa Rica gebaut. Daher ist es möglich, authentisches deutsches Essen und Bier zu genießen, während man in Costa Rica lebt. Sogar einige typische deutsche Fachwerkhäuser kann man bei einer Reise durch das kleine Land, das nur etwas größer ist als Niedersachsen, finden. Das ist übrigens einer der vielen Vorteile von Costa Rica, denn man ist je nach Wunsch in kürzester Zeit entweder an der Atlantik- oder an der Pazifikküste des Landes. Weder an der einen noch an der anderen Küste aber, sondern an einem 85 Kilometer großen Stausee liegt Nuevo Arenal. Und dies ist der Ort, an dem sich die meisten Deutschsprachigen in Costa Rica niedergelassen haben. Hier gibt es zum Beispiel Tom's Pan German Bakery, eine Bäckerei mit Café und deutsche Restaurants. Rund 80 Kilometer westlich von Nuevo Arenal findet sich im Ort Liberia ein deutsches Kaffeehaus, während ca. 180 Kilometer östlich in Escazú sogar ein deutscher Metzger Tom Tom seine Waren verkauft. Zwar ist die deutsche Community hier nicht so groß wie zum Beispiel in Thailand oder Florida, aber wer deutschsprachige Leute sucht, ist in dieser Gegend Costa Ricas dennoch recht gut aufgehoben. Und natürlich Costa Rica hat sehr viele Steuervorteile. Wenn du dort also hinziehen möchtest, kannst du praktisch vielfach steuerfrei oder fast steuerfrei leben. Also ein sehr attraktives Land, von welcher Perspektive man auch immer es betrachtet. Nach Mittelamerika kommen wir nun zu Südamerika. Südamerika ist schon seit Jahrhunderten ein Ziel für deutsche Auswanderer auf der Flucht vor Armut oder Verfolgung. Da sie sich in der Regel vor Ort gut integrieren, sind Deutsche in vielen der dortigen Staaten auch heute noch sehr willkommen. Vor allem in 4 Staaten gibt es signifikante deutsche Gemeinschaften. Da wäre zunächst mal Paraguay zu nennen. Es wird in den deutschen Medien viel Negatives über Paraguay und die deutschsprachigen Auswanderer dort berichtet. Das mag auch daran liegen, dass allein seit Corona 2500 Deutsche nach Paraguay ausgewandert sind und so auch zum laufenden Exodus von Fachkräften aus Deutschland beigetragen haben. Tatsache ist aber, dass Paraguay bei Deutschen das beliebteste Auswanderungsland in Südamerika ist, obwohl es als Binnenland keine Strände vorzuweisen hat. Die Zahl der deutschsprachigen Deutschen, Österreicher und Schweizer ist schwer zu beziffern. Schätzungen reichen von 60.000 bis 170.000, wobei manche Statistiken Deutsch-Brasilianer und Mennoniten mitrechnen. Moderne deutsche Lebensart und die deutsche Sprache wird vor allem in der Umgebung der Colonia Independencia nahe der Stadt Villarrica, wo ebenfalls viele Deutsche leben, gepflegt. Insgesamt leben in dieser kleinen Gegend vielleicht 20.000 bis 30.000 Deutschsprachige. Hier gibt es Supermärkte mit deutschsprachigen Inhabern und deutschen Produkten, deutsche Restaurants, Kneipen, von Deutschen ausgerichtete Veranstaltungen, eine deutsche Privatschule. Auch die Steuern in Paraguay sind natürlich angenehm niedrig. Wie du weißt, auch hier gilt ein territoriales Steuersystem. Das heißt, ausländische Einkünfte sind steuerfrei. Das bei den Deutschen nach Paraguay beliebteste Auswanderungsland Südamerikas ist Brasilien. Laut Wikipedia gibt es in Brasilien rund 600.000 deutsche Muttersprachler. In den südwestlichen Bundesstaaten
liegt demgemäß der Anteil der Deutsch-Brasilianer bei fast 40%. Es gibt folglich einige deutsche Communities in Brasilien und wir wollen hier zwei, die beide im Bundesstaat Santa Catarina liegen und gar nicht weit voneinander entfernt sind, herausgreifen, nämlich Blumenau und Pommerode. Blumenau wurde von Deutschen gegründet und ist heute eine moderne Stadt mit 300.000 Einwohnern. Zu den atlantischen Badestränden sind es von hier noch knapp 60 Kilometer. Die Altstadt mutet mit ihren Fachwerkhäusern sehr deutsch an. Darüber überrascht es nicht, dass in Blumenau jährlich das nach München selbst weltgrößte Oktoberfest gefeiert wird. Auch wenn Portugiesisch heute die Verkehrssprache in Blumenau geworden ist, so ist es hier nicht unüblich, wenn man sich auf der Straße auch in Deutsch unterhält. Zahlreiche deutsche gastronomische Einrichtungen gehören zum Stadtbild. Typisch deutsche Süßwaren und Backspezialitäten, gemütliche Cafés mit Schwarzwälder Kirschtorten, urige Biergärten mit Kartoffelgerichten mit Wurst, Geflügel und Schweinefleisch sind auf den Speisekarten in Blumenau zu finden. Über 35 Jäger- und Schützenvereine sind in der Stadt verteilt. Auch Bierbrauereien und Blaskapellen kann man in Blumenau finden. Wer also deutsche Lebensart in Brasilien sucht, der ist hier genau richtig. Hat Blumenau zu viele Einwanderer für dich oder ist es dir noch nicht deutsch genug? Dann fahre einfach 30 Kilometer weiter nach Pommerode. Diese kleine Stadt mit ca. 25.000 Einwohnern gilt als die deutscheste Stadt Brasiliens. 90% der Einwohner sprechen hier heute noch Deutsch, also mehr als heutzutage in so mancher Stadt Deutschland selbst. Sobald man durch den Torbogen tritt, könnte man auch in Mecklenburg-Vorpommern sein. Die klassischen Fachwerkhäuser machen einen großen Teil der Bauten aus und diverse Gaststätten, in denen es natürlich auch deutsche Speisen gibt, tragen deutsche Namen wie Wunderwald oder Abendbrothaus und auch Siedlertal. Es ist ähnlich wie Blumenau, aber eben nur kleiner und noch deutscher. Wer es also sehr deutsch mag, aber dennoch unter Palmen leben will, für den ist Pommerode sicher ein Geheimtipp. Von Brasilien gehen wir nun nach Argentinien. Die Zahl der Deutschsprachigen in Argentinien wird heute auf immerhin 300.000 bis 500.000 geschätzt. Eine der bekanntesten deutschen Siedlungen ist vermutlich Villa General Belgrano, eine ca. 85 Kilometer südlich von Córdoba, der Hauptstadt der gleichnamigen argentinischen Provinz gelegenen Kleinstadt, mit heute rund 13.000 Einwohnern, die österreichisch, schweizerisch und deutsch geprägt ist. Auch hier gibt es eine von einer Schweizerin gegründete deutsche Schule, in der rund 500 Kinder vom Kindergarten bis zum argentinischen Abitur bzw. der Matura unterrichtet werden. Eine weitere deutsche Schule findet sich dann auch in der Provinzhauptstadt Córdoba. Deutschsprachige Nachrichten liefert seit 1889 das argentinische Tagblatt. Deutsche Geschäfte, Gaststätten und das fast schon obligatorische jährliche Bierfest runden das Bild ab. Fast, denn es gibt in Villa General Belgrano auch noch das Schokoladenfest und zu Ostern das Wiener Teigfest. Wer gerne nach Argentinien auswandern möchte, aber deutsche Sprache und Kultur nicht ganz aufgeben möchte, für den ist die Gegend um Villa General Belgrano sicher eine interessante Alternative. Wir haben ja selbst schon einige Videos hier zum Thema Argentinien gemacht, sei es zur steuerlichen Situation oder auch hier zu den jüngsten politischen Entwicklungen in Argentinien. Sicherlich ein Land, das wir hier weiter beobachten werden und das natürlich auch möglicherweise einige steuerliche Vorteile bietet, vor allen Dingen aber auch durch relativ günstige Lebenshaltungskosten attraktiv ist. So, das war sie, unsere Liste mit deutschsprachigen Communities weltweit. Was sagst du zu dieser Liste? Haben wir vielleicht eine wichtige Community vergessen? Ich würde mich freuen, deine Meinung zu lesen, deinen Erfahrungsbericht zu hören. Auch wenn du in einer der genannten Städte gelebt hast oder lebst, würde mich sehr interessieren, was du dazu zu sagen hast. Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen. Wenn das Auswandern auch für dich ein Thema ist und du dazu steuerliche und rechtliche Fragen hast bzw. Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch mit mir zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Mach's gut und bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.